Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir stehen hier direkt vom Heidepark bei bestem Wetter. Johnny, was ist los mit dir? Ganz schön kalt. Ja, und nicht nur kalt, es ist windig und es regnet auch noch. Aber wir haben heute die Gelegenheit, nochmal einen Blick auf den Heidepark zu werfen im Winterschlaf. Etwas hinter die Kulissen zu blicken. Und das wollen wir euch in diesem Video zeigen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch das auch gut rüberbringen. Dass es euch genauso viel Spaß machen wird, wie es uns wahrscheinlich machen wird. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Ja, so, jetzt sind wir auch schon mitten im Heidepark wieder. Heute, wie gesagt, das Wetter ist heute so richtig schmuddelig. Regnet sogar so ein bisschen. Wir haben starken Wind, aber Wir hoffen mal, dass es besser wird. hoffen wir, wird nicht besser. Wir stehen aber jetzt hier, passend zum stürmischen Wetter, vor einem Schiff in Seenot, sag ich mal, oder was wir, ja, was vom Kraken, wir sind bei der Krake hier, bei der Achterbahn. Ich bin ja einer, der nicht so genau die ganzen Fachausdrücke alle weiß, aber ich glaube, es ist immer noch der einzige, wie heißt diese Achterbahn, diese Art, wo man so einen freien Fall hat oder so weit runter geht. Jetzt kommen gleich wieder alle und werden mich auslachen. Ich weiß den Ausdruck gerade nicht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, die einzige Bahn in Deutschland, die so ist. Und da stehen wir jetzt gerade ganz nah dran. Der See, der immer voll ist, der ist heute ein bisschen leerer. Liegt eben daran, weil hier eigentlich geschlossen ist. Genau. Wie bereits erwähnt und gesehen, ist die erste Station unseres heutigen Rundgangs durch den Heidepark die Achterbahn Krake. Diese wurde 2011 für 12 Millionen Euro als erster Dive Coaster in Deutschland errichtet. Etwa 60 Sekunden lang rasen die Insassen mit nahezu 100 Stundenkilometern über die 476 Meter lange Strecke. Für Adrenalinkicks sorgt der nahezu senkrechte Absturz aus 41 Metern Höhe in einen halben Looping aufwärts. Hierbei entsteht der beeindruckende Wassereffekt, der nebenbei gesagt für den Betrieb der Bahn sehr wichtig ist. Der Effekt hat nämlich eine abbremsende Wirkung und entsteht durch sogenannte Wasserschaufeln, die hinten unter dem Zug befestigt sind. Ja, jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir sind hier gerade in der Krake wirklich, also in diesem Schiffswrack drin. Und ja, es ist auch noch ganz anders hier drin zu stehen, weil wenn man hier normalerweise durchfährt, nimmt man das gar nicht so wahr, was hier drin ist. Also es geht ja innerhalb von Sekunden bis hier draußen. Und ich muss sagen, also die Krake ist für mich ja sowieso ein Fahrgeschäft, wo ich ein bisschen Respekt vor habe. Das bin ich ja noch Wie bei nicht so jedem. oft gefahren, wenn man aber hier nochmal neben den Schienen sieht und das sieht, dieses Bedrohliche. Also es macht Angst, aber ich glaube, ich muss die nächste Saison unbedingt nochmal fahren. Ja, auf jeden Fall hat man jetzt hier Zeit, das Ganze mal so richtig wahrzunehmen. Nach diesem ganz besonderen Einblick in den Kraken ging es weiter in Richtung Mountain Rafting. Während der Schließzeit des Heideparks wird auch an diesem Fahrgeschäft fleißig gearbeitet, damit es auch während der nächsten Saison komplett einsatzbereit sein wird. Während des Betriebs fasst diese Anlage 5,2 Millionen Liter Wasser. Insgesamt 4 Hauptpumpen, von denen 3 Pumpen immer im Betrieb sind, sorgen für die rasante Fahrt im Wasserkanal. Ja, wir sind hier gerade in der Bedienerhütte vom Mountain Rafting. Simone kann ja mal erklären, was da Mountain Rafting überhaupt ist. Oha, ich versuch's. Also es ist eine sehr tolle Familienfahrt, würde ich es mal beschreiben. Man hat so große runde Reifen und sitzt da mit, glaube ich, maximal 6 Personen drin und fährt dann so einen Wasserkanal lang und nicht friedlich, sondern es kommen natürlich dann auch kleine Wasserfälle oder man das Wasser schaukelt, hätte ich fast gesagt, und man sitzt in seinem
Reifen da ein bisschen nass. Also es macht auf jeden Fall für die ganze Familie sehr viel Spaß. Ja, und hier, wie gesagt, wir sind gerade in der Bedienerhütte hier von drin und Ja, wenn ich das hier sehe, dieses Schaltpult, das ist ja fast wie im Flugzeug irgendwie. So viele Knöpfe hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das nötig ist, um dieses Fahrgeschäft zu bedienen. So, jetzt laufen wir hier mal lang, wo wir schon so oft mit diesem Boot oder mit diesem Reifen lang gefahren sind. Und wie wir gerade erfahren haben, die Wellen, wie entstehen die Wellen, Johnny? ja, also hier auf dem Boden sind solche Rohre und durch die Unebenheit entstehen natürlich dann auch Wellen. Ja, durch den Wasserfluss auch, ne? Also was Ja. Wasser hier lang gepumpt wird, ja, das macht die Wellen. Und jetzt gehen wir wirklich durch diesen Kanal hier durch, wo wir bestimmt schon 100 Mal lang gefahren sind. Kann hinkommen. Ja, man will natürlich niemandem eine Illusion rauben, aber was wir so gerade hier sehen, man denkt ja immer, man fährt hier durch eine Fontänenlandschaft und hier sind dann diese Felsen und ohne Wasser kann man mal sehen, wie das Ganze hier befestigt ist, nämlich so. Also die Felsen stehen hier auf so Gerüsten und die, ich hoffe, es gibt den Wind hier, dass man mich auch noch verstehen kann, und die Fontänen, die kommen hier raus aus so kleinen Pumpen, glaube ich, sind das. Ja, muss ich mal sagen, sehr interessant das Ganze. Und auch für Simone ist das sehr interessant, denn es ist ja die einzige Bahn, die Simone beim Heideparkbesuch eigentlich freiwillig jedes Mal fährt. Sie wird ja nicht so gerne nass. Kommt immer drauf an, wie nass ich bin. Also es gab auch schon mal eine Fahrt, da bin ich so nass geworden, danach sind wir nach Hause gefahren. Ja, war ich da auch mit? Okay. Heute wirst du nasser, heute ist ja Regenwetter angesagt. Ja, leider. Jetzt stehen wir hier, so mancher Kenner mag es ja schon erkannt haben, da wo normalerweise hier an beiden Seiten die Wasserfälle herunterkommen. Und ich glaube, Simone, du kannst sagen, so trocken wie heute bist du trotz des miesen Wetters noch nie hier durchgekommen. Tatsächlich, heute ist ein guter Tag. Ja. Also für mich ist das hier ja die beste Stelle von der Bahn her. Und auch Weil du so schadenfroh bist immer, wenn ich hier nee, zu viel kriege. das ist eigentlich immer so ein bisschen Action hier. Und es sieht ja auch, wenn man das von oben sich anguckt, von der Brücke da oben, immer toll aus, wie die Boote hier reinfahren. Mhm. Und diese Bahn ist echt eine Bahn, die wir wirklich bei jedem Besuch machen, egal welches Wetter ist, ne Johnny? Ja, das macht immer Spaß. Gehört mit zu unserer Runde, wenn wir hier die Sachen machen. Ja. Also hier wird mal richtig nass. Wenn ich mich nicht, wie nennt man das? Soweit ich weiß, war da hinten auch mal irgendwie so eine Wasserkanone, wo man Leute hier noch nass machen konnte. Ne? Ja, das gab's mal, das ist jetzt stimmt. aber weg. Ja, also sehr komisch, das von dieser Perspektive hier zu sehen. Diesen Kanal erstmal, wo wir jetzt drin gehen, und dann noch hier diesen gerade nicht aktiven Wasserfall. Wenn während der Saison der Betrieb vom Mountain Rafting abends beendet ist, verbleibt das Wasser über Nacht in den Seen des Raftings. Hier werden auch die Boote geparkt. Morgens gehen dann Mitarbeiter mit Watthosen ausgestattet in das Wasser des Sees und schieben die Boote per Hand in die Anlage. Und jetzt werfen wir einen Blick unter das Mountain Rafting. Ja, wo wir hier gerade sind, kann ich auch mal erzählen. Wer Mountain Rafting kennt, wo man ja in diese Reifen reingebracht wird, ist da ja so eine Scheibe, die sich die ganze Zeit dreht. Und ja, wir sind gerade hier drunter unter dem Ganzen. Genau. Und hier sieht man auch, wie das hier Ganze gedreht wird. Wahrscheinlich an diesen Reifen hier. Somit bewegt sich das wahrscheinlich fort. Und ja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit, uns hier umzugucken. Genau.
Ja, wo sind wir hier? Wir sind jetzt im Ghostbusters, also in diesem Wartebereich, wo man rauskommt, wenn gerade der Film fertig gelaufen ist. Ja, das ist ja die einzige Indoor-Attraktion, die man auch jetzt bei Regen fahren könnte, wenn jetzt hier Betrieb wäre. Und wir sind jetzt also hier, wo die Brillen ausgegeben werden. Hier stehen die ganzen Brillen alle. Das ist ja eine Attraktion, für die es nicht kennen. Man fährt durch eine Lagerhalle mit so einem Auto, hat eine 3D-Brille auf und hat so eine Pistole, so einen Laser. Nee, wie hieß der nochmal? Ach, ich weiß nicht mehr. Protonenblaster. Ja, irgendwie sowas. Und muss dann Geister abschießen. Ja. Und ich muss mal sagen, wir fahren das auch jedes Mal. Und mein Rekord liegt bei 125.000. Und deiner, Johnny? Keine Ahnung, ich glaube, knapp über 100.000 hatte ich einmal, aber ich hatte das danach nie mehr. Ja. So, gehen wir mal weiter. Kommen wir jetzt mal zu, da wo die Autos stehen, wo ich eben von gesprochen habe. Ghostbusters 5D basiert thematisch auf den erfolgreichen Kinofilmen und ist 2017 für insgesamt 7,2 Millionen Euro als Dark Ride entstanden. Die einzige Indoor-Attraktion im Heidepark ist ein technisches Meisterwerk geworden. Insgesamt können 9 Fahrzeuge auf den Schienen fahren, die miteinander kommunizieren. Der genaue Standort auf der Strecke wird durch WLAN-QR-Codes an der Schiene und einem Drehgeber an den Autos bestimmt. Die Leinwände und Pistolen sind eine Technik, wie sie jeder am Fernseher zu Hause hat, nur eben deutlich größer und mit mehr Leistung. Die Pistolen haben im Inneren eine Kamera, die die Infrarotsignale von den Panels hinter den Leinwänden aufnehmen. Die Server errechnen daraus, wo der Strahl der Pistole dort dargestellt werden muss. Ja, das ist das Teil, was hier vor dem Hotel steht. Ach, ja, kann sein, ich weiß es gar nicht. Mit dem Ballon, ne? Ja, wo sind wir hier? Immer noch bei Ghostbusters und es ist echt faszinierend. Was man hier Dieser auch für, Blick hinter die Kulissen ist unglaublich, oder? ja, was man hier auch gerade für Verstecke findet. Ich habe hier auch gerade was gefunden. Und zwar, da kann man nicht so gut erkennen, aber hinter, da ist ja so eine Kiste und da ist so ein Loch drin, sage ich mal. Und dort hinter ist ein Bild von einem Flugzeug, welches auch vor dem Abenteuerhotel steht, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich liege da mal richtig, nicht, dass ich hier Blödsinn rede, aber jetzt hat man auch Zeit, sich das Ganze mal in Ruhe anzugucken und vor allem, wenn man hier durchfährt, ist es ja alles auch dunkel. Ja, ich sitze hier gerade in diesem Kontrollhaus von Ghostbusters und ja, ich habe gerade ganz viele Sachen auch herausgefunden, die man sonst gar nicht so wahrnimmt. Nämlich in der Bahn werden da Düfte gesprüht und da sind noch Effekte mit Laser und alles Mögliche. Also es war richtig interessant gerade. Und ja, jetzt hat man hier den ganzen Blick zu den Kameras, welche auch natürlich Infrarotkameras sind, weil ist da ja dann dunkel, wenn da durchgefahren wird. Und ja, von hier kann man wirklich alles beobachten. Genau, und damit diese Anlage überhaupt während der Corona-Zeit betrieben werden konnte, wurden hier tatsächlich 16 Luftfilter eingebaut, dass hier also immer ein ständiger Luftaustausch stattfindet. Warum? Ist natürlich klar, damit die Gefahr gemindert wird, dass man sich hier mit dem allseits beliebten Coronavirus infiziert. Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt. Auf jeden Fall haben wir hier den Zug von Flug der Dämonen. Und ja, normalerweise fährt man drin, jetzt stehen wir daneben. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das jetzt einen ganz anderen wie nennt man das? Einfluss, Eindruck auf mich, keine Ahnung. Ein Eindruck, ist klar, nicht? Normalerweise Wirklich? viel größer irgendwie. Stimmt. Wenn man so neben steht. Ja, man steht ja sonst auch neben, wenn man einsteigt, aber ich weiß gerade nicht, irgendwie ist das gerade anders. Ja, was man so als Gast im Heidepark gar nicht bedenkt, wir haben gerade erfahren, dass jedes Jahr jedes Teil von den Fahrgeschäften oder jetzt in diesem Fall hier auch vom Flug der Dämonen auseinandergenommen wird. Das wird neu gestrichen. Die Schweißnähte werden alle überprüft. Also das Ding wird eigentlich, wie ich es verstanden habe, jedes Jahr komplett neu gemacht und komplett überholt, sodass wir während der Saison uns natürlich auch schön sicher fühlen können, wenn wir damit durch die Gegend düsen hier. Und ich freue mich ja schon richtig drauf wieder. Kann ich nur das Gleiche sagen. Es ist ja nach Kolossos eigentlich mein Lieblingskarussell, muss ich mal sagen. Oder Fahrgeschäft. Karussell darf ich ja nicht sagen. Ist ja ein Fahrgeschäft. Ja, wenn ich das hier sehe, steigt die Vorfreude ins Unermessliche langsam. Ja, leider ist der Besuch jetzt zu Ende, aber war sehr, 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 sehr schön und auch mal hinter die Kulissen wieder gucken zu können und ja. Es war ein sehr interessanter Besuch im Heidepark für uns und wir hoffen, dass wir das in diesem Video auch so rüberbringen konnten, dass es für euch als Zuschauer genauso interessant und lehrreich war, wie es für uns gewesen ist. Ja. Denn die Chance, sag ich mal, dass man so hinter die Kulissen eines Freizeitparks blicken kann, das gibt es echt nicht so oft, würde ich mal sagen. Und bei mir ist es aber für mich ganz wichtig, weil ich den Freizeitpark hier kenne seit frühester Kindheit. Also 1978 gehe ich hier auch ziemlich regelmäßig hin. Und ich kenne auch noch die ganzen alten Fahrgeschäfte. Und darum fühle ich mich auch hier so wohl, muss ich mal sagen. Genau. Und Ja. der Blick hinter die Kulissen, muss ich ja auch sagen, es nimmt einem nicht die Faszination. Im Gegenteil, also es verstärkt noch dieses gute Gefühl für diesen Park und die Freude an diesen ganzen Sachen. Also es war unheimlich toll gerade, was wir so sehen durften. Und Es war auch toll, das Ganze mal auf sich richtig wirken zu lassen, Ja. wo man mal schnell durchfährt oder wo es Genau. dunkel ist, sich das alles mal genauer anzugucken und ein paar versteckte Dinge auch zu finden. Ja, und ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es liken und abonnieren. Schönen Tag euch noch und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!